Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roland MC707 Groovebox Tutorial. Als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei Bernhard D. und Matthias S. für das gespendete Geld bedanken. Danke für die nette Geste, das ist sehr großzügig von euch. Im heutigen Video gehen wir die Programmierung des Scatter-Effekts durch. Und los geht's! Was ist der Scatter? Scatter fügt dem Playback einen Effekt bzw. Groove hinzu. Man kann den Effekt durch Drücken der Pads anwenden oder eine Sequenz damit programmieren. Des Weiteren kann er auch auf den Audioeingang angewendet werden. Okay, mit Shift und dem Scatterpad gelangen wir in das Scatter-Edit-Menü. Der Scatter unterteilt sich in zwei Betriebsarten: den Step-Modus und den Pad-Modus. In der obersten Reihe können wir eine Abfolge von Scatter-Effekten sequenziell programmieren. Wir haben die Möglichkeit, auf jeden der 16 Steps einen eigenen Scatter-Effekt zu programmieren oder ein Pad zuzuweisen. Wir können den Step auch löschen bzw. leer lassen. Die 16 Step-Buttons repräsentieren die 16 Sequencer-Steps und die Pads dienen zum Auslösen der unteren Scatter-Effekte. Die Einstellungen der beiden Betriebsarten unterscheiden sich lediglich im Reiter Settings. Alle anderen Einstellungen sind ident. Aktivieren kann man die Sequenz, indem man das Scatterpad drückt. Das geht auch, wenn man sich nicht im Scatter-Edit-Menü befindet. Wenn wir mit den Pfeiltasten zu On-Off navigieren, können wir zwischen Momentary und Alternate umschalten. Bei Momentary wird die Sequenz so lange aktiviert, solange man das Pad gedrückt hält. Und bei Alternate bleibt sie nach dem Drücken des Scatterpads so lange aktiv, bis man es erneut drückt. Darunter befindet sich Set, was die globalen Scatter-Einstellungen sind. Bei Position kann man den Einschleifpunkt des Scatters routen. An den External In, den Computer, die 8 Tracks und den Mixout, wobei hier vor dem Masterkompressor eingeschliffen wird. Split lässt uns die Anzahl der Slices des Scatter definieren. Aber wir lassen es mal auf 16. Loop holt, loopt den Song nach dem im Split eingestellten Timing. Mit der Funktionstaste kommen wir auf die zweite Seite der Settings. Bei Scale kann man die Taktart des Scatters ändern. Mit Length kann man die Länge des Effekts definieren. Measure gibt die Anzahl der Takte, die der Scatter verwendet, an. Rechts daneben haben wir ein Lupensymbol. Damit können Scatter-Einstellungen aus anderen Projekten geladen werden. Also hier hat man die Projekte und hier kann man einzelne Pads, alle Pads, die MFX an verschiedene Destinationen kopieren. Und links neben Set haben wir die Einstellungen der zwei MFX-Prozessoren. Kommen wir nun zum Scatter-Sequence-Modus. Der befindet sich hier oben. Löschen kann man einen Step mit der Clear plus der jeweiligen Step-Taste. Um sie wieder hinzuzufügen, müssen wir in das Scatter-Edit-Menü von dem gelöschten Step gehen und im Reiter Settings den Menüpunkt Sequence bewegen. Und schon ist er wieder da. Man kann den Steps auch Pads zuweisen. Hierfür einfach den Step gedrückt halten und das zuzuweisende Pad drücken. So einfach geht das.
Dann schauen wir uns gleich das Getter Step Edit Menü an. Ich lösche mal den. Jetzt habe ich ihn wieder hinzugefügt. Kommen wir gleich zum Menüpunkt Sequence. Sequence legt das Timing der Sequence fest. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf Step 1 einen Effekt programmieren und wir bei Sequence auf zum Beispiel 6 einstellen, wird der Effekt bei Step 6 ausgelöst. Dann machen wir das mal. Ich lösche mal alle anderen Steps, damit man es besser hören kann. Wenn man jetzt stoppt und wieder startet, wird der Effekt plötzlich nicht mehr abgespielt. Also es werden die vorher eingestellten Effekte nicht mehr abgespielt, obwohl deren Einstellungen noch immer angezeigt werden. Möchte man sie wiederherstellen, muss jeder Parameter erneut ausgewählt werden und das jedes Mal, wenn man Start und Stopp drückt. Das dürfte wohl ein Bug sein. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Okay, wir löschen mal alle Steps, dass man es besser hört. So. Hier lassen wir unseren 6 eingestellt. Reverse on. Wir haben Stopp gedrückt, wir müssen es einmal hin und her. Wir werden noch ein bisschen Pitch dazugeben, dass man es besser hört. So. Okay. Den Reverse spielt er ab, aber an einer falschen Stelle. Bewegen wir alle Regler wieder. Falls es sich um einen Bug handelt, also einen Fehler, ich arbeite hier mit der Firmware 1.71. Bitte schreibt eure Meinung bzw. Erfahrungen damit unten in die Kommentare. Es kann ja auch sein, dass ich was nicht verstehe. Danke dafür. Wenn man allerdings dem Step ein Pad zuweist, tritt das Problem nicht auf. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Weiter geht es im Teil 2. Für diejenigen, die mich persönlich und den Kanal unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spenden-Button sowie Amazon-Affiliate-Links in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. See you!